Ja, hallo zusammen. So, in meiner Werkstatt passiert gerade richtig viel. Ich war jetzt echt lange auf der Suche nach einer Lackierkabine, wo meinen Anforderungen entspricht. Habe gewisse Thematiken gehabt. Erstens mal die Raumhöhe, die Raumbreite und die elektrische Leistung. Ihr seht es, im Hintergrund steht sie, die Lackierkabine von der Firma Psycho-Zero. Die Frischluftzufuhr, da reden wir von 50 cm, wo wir haben, und die Bodenabsaugung, die Unterflurabsaugung, da haben wir 20 cm. Normalerweise gräbt man eine Grube aus und versenkt die Kabine. Das konnte ich hier nicht, weil ich eine Fußbodenheizung habe. Darum habe ich jetzt echt lang gesucht für eine Kabine, wo eine minimalste Höhe von der Bodenabsaugung hat. Psycho-Zero hat es geschafft, mit 20 cm zu arbeiten bei einer unglaublichen Leistung. Ja, die Maße der Kabine, 7 Meter lang, 4 Meter breit. Der Aggregateblock da auf der Seite hat eine Minimaltiefe von nur 1 Meter und ich muss keinen Abstand von der Wand zum Aggregateblock von normalerweise auch 1 Meter lassen. Was auch mega ist die Zu- und Abluftkanäle, die haben ein Maß von 50 x 50 cm. Ja, zu der Bedienung der Kabine. Das ist ein Standard Touchscreen. Da kann ich einfach die Programme wählen, wie man es halt kennt. Und was ich wirklich sagen muss, dass Psycho-Zero individuell auf den Anwender eingeht. Ich habe mir die Programme anders im Kopf gehabt. Ich wollte lackieren, ablüften, weiter lackieren. Dann die normale Einbrennprozess und habe ihnen das geschickt. Die haben das Programm neu geschrieben, draufgespielt und funktioniert. Bedienung ganz klar, Deckenlichter, Seitenlichter, Hebebühne kann ich da bedienen, wie man es halt kennt. Was ganz grenzgenial ist, wenn ich in der Kabine bin und am Lackieren bin und ein Auto auf der Hebebühne habe und ich jetzt zum Beispiel das Auto ein bisschen rauf oder runter lassen möchte, muss ich nicht rausgehen und das von hier machen, sondern ich habe auf dem Handy eine App, wo ich die ganze Kabine hier steuern kann. Ich kann das sowohl auf dem Handy, auf dem Tablet machen, kann sogar vom Computer, wenn ich im gleichen Netzwerk bin, wenn ich jetzt am Einbrennen bin und irgendwo am Computer oben was mache, kann ich auch dort vom Bildschirm aus die Werte der Kabine anschauen. Und das ist für meinen Workflow echt ein fettes Upgrade. Ja, schauen wir uns die Kabine von innen an. Kabine, Licht, Zeitlicht, ganz wichtig für mich, dass ich sehe, wie der Verlauf ist, wenn ich am Lackieren bin. Oben, was auch speziell ist bei dieser Kabine, dass man nicht nur seitlich einen Lichtbalken hat, links und rechts, sondern auch in der Mitte. Das ist echt super genial zum Lackieren. Ja, die Bodenberostung, also da habe ich lange gesucht. Das ist nicht eine Vollberostung, sondern das sind nur partiell Löcher. Das hat meiner Meinung nach 2 riesen Vorteile. Das eine ist, die Absaugung, wo überdimensional gut ist bei der Kabine, funktioniert nicht nur partiell, wie es bei normalen Kabinen ist, dass es in der Mitte gut wegsaugt, sondern das saugt in jeder Ecke ganz genau gleich viel ab wie in der Mitte. Dann der zweite, für mich eigentlich maßgebende Punkt ist, ihr kennt es, wenn man was auf den Knien machen muss als Lackierer, die Roste, das macht echt die Knie kaputt. Da geht es super einfach. Und was, habt ihr sie auch schon gesehen bei mir, da meine Knochen echt nicht mehr die jüngsten sind, ich kann mit dem Rollhocker in der Kabine arbeiten, wenn ich was zuklebe oder wenn ich unten was lackieren muss und ich setze mich halt gern auf den Rollhocker und da kann ich das abbilden. Mit dem Gitterrost unmöglich. Ja, die Wartung der Bodenfilter. Riesenaufwand bei einer konventionellen Kabine. Ja, früher habe ich für das Wechseln der Bodenfilter mindestens einen halben Tag für 2 Personen planen müssen. Bei der Kabine ist es so, die hat keine Bodenfilter im Boden,
sondern die Bodenfilter sind da seitlich verbaut. Also das heißt, ich mache da einfach die 4 Schnapper auf, wechsle die Filtereinheit, nehme die raus, tue die neue rein und das Ganze 3-mal. Ich habe es jetzt noch nie gemacht bei der Kabine, aber ich denke Stunde, maximal eine Stunde, also mega Zeitersparnis. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, ist es bei einer Standardkabine so, dass ich die Wartung der Aggregate von außen mache. Also da brauche ich immer von der Wand einen Abstand zu der Aggregateeinheit, mindestens 1 Meter. Bei der Kabine ist es so, dass ich das einfach von hier machen kann. Also die Aggregate sind von hier zu bedienen. Also hier kann ich die Aggregate warten. Es ist mega, weil ich somit in der Werkstatt mindestens 1 Meter sparen kann, wo normalerweise toter Raum ist. Ja, die Hebebühne bei einer Unterkonstruktion von 20 cm absolut genial gelöst. Ich kann die Bühne in sich als Ganzes rauflassen. Man sieht, die ist so gestaltet, dass wenn die Räder draufstehen, dass ich nichts unterpackeln muss. Das hat den Vorteil, dass ich super zum Schweller komme. Angenommen, was ich ja nicht mache, wenn ich eine Unfallreparatur machen würde, dann habe ich auch bei der Bühne die Möglichkeit, dass ich nur eine Seite hebe. Also ich kann links separat heben und oder rechts separat heben. Saugeil. Gut, für mich ist der ausschlaggebende Punkt der minimale Energieverbrauch dieser Kabine gewesen. Eine vergleichbare Kabine auf dem Markt verbraucht, wenn man elektrisch heizt, wie ich das mache, zwischen 100 und 130 kW in der Stunde. Ich betreibe die komplette Werkstatt mit einer 60 kW Photovoltaikanlage inklusive Kabine. Also die Kabine braucht einen Bruchteil von einer normalen Kabine. Ja, ich bin super glücklich, dass die Kabine da steht. Ihr kennt so meine Neigung oder meine Tendenz dazu, stetig zu verbessern, zu optimieren. Gewisse Leute sagen auch so leicht nerdig. Diese Kabine verbindet alles für mich. Sei es das schnelle Filterwechseln, sei es der Boden, wo nicht verrostet ist, sei es die integrierte Hebebühne, wo man einfach meine Arbeit erleichtert. Und natürlich ein wesentlicher Punkt ist der minimale Energieverbrauch. Und somit war die von der betriebswirtschaftlichen Seite her die Entscheidung super schnell da, dass ich die Kabine anschaffe, weil die mittelfristig so schnell abbezahlt ist, dass das kein Thema ist. Ja, und dazu kommt halt auch noch, ich bin ein visueller Mensch. Sie ist nicht nur innen schön, sondern sie schaut einfach von außen auch richtig, richtig sexy aus, könnte man fast sagen. Gefällt mir richtig gut. Ja, wenn ihr noch detaillierte Fragen habt zu der Kabine, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch mal eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.